hier erlebt habe. Aus Deutschland haben wir Big Number 818, Sebastian aus Deutschland. Wir hatten keinen Plan, kein Skript, nur die Idee, dass wir etwas festhalten wollen. Wie verändert man sich, wenn man etwas tut, das eigentlich zu groß ist? Okay. So bereit? Ja, du kannst einmal klatschen, bitte. Alles klar. Das da schon? Ja, es läuft auch da schon. Ja, dann ist das jetzt einfach Race to the Desert, die erste. Sehr gut. Was machst du? Alex? Nee, ich kaufe mir gerade mein Ticket. Ist es soweit? Ich denke, es ist soweit, ja. Jo, warte mal. Was ist denn soweit? Und wer ist eigentlich dieser Typ überhaupt? Nochmal von vorne. Also ich bin Sebastian, bin 30 Jahre alt und arbeite in der Modebranche. Aha, und was macht ihr jetzt? Der Marathon des Sables ist ein Ultramarathon, quer durch die Sahara, 250 Kilometer, 6 Etappen. Marathon de wer? Digga, wo zur Hölle hast du es gefunden und wie kommt man drauf? Irgendwann rief mein Bruder mal an. So, und dem habe ich ein paar Wochen vorher erzählt, ich hätte ultra Bock mal in der Wüste irgendwie ein kleines Abenteuer zu machen. Da dachte ich also an Urlaub. Und dann meinte er, hast du schon mal was vom Marathon des Sables gehört? Und dann sage ich ja, nee, was ist das? Und dann meinte er, ja, es ist ein Marathon quer durch die Wüste. Also beziehungsweise sind es 6 Marathons quer durch die Wüste am Stück. Der läuft mit Sicherheit jeden Tag einen Marathon. Ja, und dann vor 1,5 Wochen bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Bro, der verarscht mich, oder? Aber auch immer noch am Recovern. So, mein Knie tut weh, ich glaube, ich habe mir den Unterschenkel gezerrt. Also das 6 Mal am Stück zu machen, schauen wir mal. Also du bist die eine Gehirnzelle. Wer ist die zweite? Ich bin Max, 25. Habe jetzt mein Studium fertig gemacht, war in Australien ein Jahr und jetzt kommt eine neue Challenge auf uns zu. Und du bist wahrscheinlich derjenige, der mir sagen kann, wie man da drauf kommt, oder? Letztes Jahr hat Tim mich angeschrieben, ein Kumpel aus Amsterdam, ob ich nicht Lust hätte, am Marathon des Sables nächstes Jahr 2025 teilzunehmen. Ich hatte natürlich keinen Plan, was das ist. Und dann habe ich das gegoogelt. Bitte sag mir jetzt, dass du es gut überlegt hast. Und dann eine Stunde später habe ich zurückgeschrieben, dass ich mit dabei wäre, dass ich Bock hätte. Und mein Bruder, der hat wahrscheinlich auch Bock. Menju, sag mir bitte, dass du schon mal einen Marathon gelaufen hast. Ein damals hier in München letztes Jahr im Oktober. War auch nicht der beste, den ich... Oder gut, es war der einzige. Und ihr habt aber viel Zeit und einen guten Trainingsplan, oder? Hast du gesagt? Irgendwas mit, dass wir haben halt einfach gar keine Ahnung, wie wir uns vorbereiten. Wir haben jetzt noch gut 2,5 Monate. Das ist ja wir ewig Zeit noch. The fuck? Lieber ChatGPT, wie überleben 2 Brüder ohne Erfahrung und mit der Hirnleistung einer Zimmerpflanze einen Ultramarathon durch die Sahara? Schritt 1. Wir sind am Flughafen gerade. Max, wo fliegen wir hin? Nach Amsterdam. Was geht in Amsterdam? Holen Sie sich Informationen des Veranstalters, um dieses Event zu überleben. You want to say something? Do you have any questions for today? Yeah. What was the question that you want to ask? Oh yeah, the big question we have is it possible to have in the Marathon des Sables? Okay, Asking for a friend. asking for Max. His name is Max.
Das sind Tim und Bert. Und die werden mit den beiden durch die Wüste laufen. Wir quatschen gerade mit einem von den Organisern, haben auf jeden Fall viele nützliche Tipps gerade bekommen und machen jetzt noch so einen kleinen Community-Run, 5 Kilometer. Bestimmt so 30, 40 Leute dabei. Und ja, spannend mal zu sehen, wer alles so mitmacht. Eins ist klar, unter 30 gehört man auf jeden Fall zu den Jüngeren. Aber ja, ganz cool auf jeden Fall. Schritt 2. Gehen Sie in den Sportladen Ihres Vertrauens und geben Sie viel zu viel Geld für überteuerte Ausrüstung aus. Hier gibt es so Gators, also quasi die Teile, die du dir dann über die Schuhe machst, so, dass der Sand hier nicht reinfliegt. Was ist die entscheidende Frage? Weiß oder schwarz ist die entscheidende Frage. Weil weiß ist klar, kühlt besser, schwarz hält die Sonne besser ab. Aber Max, denkst du so ganz in schwarz in der Wüste ist ein guter Call? Weiß ich nicht. Es muss auf jeden Fall lang sein, dass ich mir die Arme nicht verbrenne. Ich meine, egal was wir anziehen, es wird sowieso nach den Tagen so abgewichst aussehen. Ich war mit meinem letzten Adidas-Shirt super zufrieden. Oder bin. Und das fühlt sich immer so sanft und nice an. Angenehmes Tragegefühl. Da muss man Adidas mal Props aussprechen. Falls Adidas sich meldet, wir sind dabei. Guck mal, ihr könntet auch so gehen. Rein theoretisch? Also für mich steht es. Ich kaufe das so, wie es hier liegt. Ich kaufe die Isomatte. Ja. Guck mal, perfekt verpackt für die Wüste. Maxe, schau mal, fällt im Rucksack gar nicht auf. Guck mal, wir brauchen mindestens 2000 Kalorien. Wir müssen das, wenn ich das alles kaufen würde, würde das reichen. So viel an Minimumkalorien müsste ich dabei haben. Das sind 7 Tage. Das sind jeweils 2000 Kalorien. 1000, also 14 Packungen. Lang nicht. Wir müssen für 9 Nächte packen. Das ist schon ganz schön viel, ne? Guck mal, was es da gibt. Was ist das? Pasta Carbonara mit Schinken. Alter, Digga. Guck mal, das am letzten Tag. Instant Dessert mit Himbeercreme. Oh, herrlich. Alter, herrlich. Da geht mir ein Herz auf. Was muss das sein? Die Klinge des Messers, das man mitnimmt, muss weniger als 6 cm sein. Sonst kriegen wir es nicht durchs Flugzeug durch. Wie groß ist denn ein Butterfly? Das ist Debbie, bevor er beginnt. Und jetzt zeig nochmal nach. Was davor? Was wäre jetzt danach? Ah, Manni, let's go. Das bist du? Warum ist da eine Nummer 2 drauf? Ich bin nicht am Bord. Manni, was soll die Scheiße? Ja, aber Max die 1. Manni demotiviert mich den ganzen Tag. Bist du glücklich mit deiner? Ja, ich bin sehr glücklich. Ja? Ich bin sehr glücklich. Ich sehe vielleicht nicht so aus, weil es sehr anstrengend war, aber ich bin sehr glücklich. Schon, ich glaube, wir haben schon wirklich viel. das Wichtigste jetzt. Wir testen jetzt noch ein paar verschiedene Gels. Ja. Max braucht noch einen Schlafsack, ansonsten haben wir eigentlich alles, sogar Klamotten gekauft, die wir brauchen. Schritt 3. Trainieren. Heute ist Samstag. Ich mache einen Back-to-Back-Marathon. Das heißt heute den ersten und morgen den zweiten. Maxe hat gestern schon 50 Kilometer weggeschraubt. Das heißt, der geht schon am Stock. Und bis jetzt war gerade noch alles cool. Und es sieht gerade so aus, als müsste Max gleich kotzen. Glaubst du wirklich die Salztablette? Ja, ich merk das richtig, wenn ich spucken muss. Das ist Salzig, ja? Das ist ein Problem, ne? Da müssen wir Alternativen für dich finden. Du musst ein paar Mal testen jetzt. Wir wissen ja nicht genau, was das ist. Ich muss mal kurz weiterlaufen, dann probier ich. Ah, schade. Ja. Noch ist nicht aller Tage Abend. Nee, da hast du recht. In meinem Kopf tobt ein kleiner Mann, der dort giftiges Zeug pflanzt. Er gräbt alles in seinem Garten. Viel zu tun, er lässt mich nachts nicht mal schlafen. In meinem Kopf sitzt ein kleiner Mensch, der das Schlechte vom Guten trennt. Er gräbt alles in seinem Garten. Alles wird verwuchert, ich kann kaum noch atmen. Und ihr seid euch sicher, dass es zu der Trainingssession das gehört? Ja. Mhm.
In meinem Kopf tobt ein kleiner Mann, der dort giftiges Zeug am Pflanzt. Er gräbt alles in seinem Garten. Viel zu tun, er lässt mich nachts nicht mal schlafen. In meinem Kopf sitzt ein kleiner Mensch, der das Schlechte vom Guten trennt. Er gräbt alles in seinem Garten. Alles wird verwuchert, ich kann kaum noch atmen. Also, Hallo, ich bin euer Trainer. Was ist denn endlich los hier? Ich bin der Trainer. Es muss weitergehen. Nicht rumstehen. Hilfe. Und zack. Kenn ich nicht den Mann. Okay, wer ist das? Wer ist das? Und was macht der bei uns im Haus? Hey, mein Lieber, bist du noch da? Du ackerst und ackerst schon seit Jahren. Ich mein, wenn du mal eine Pause brauchst, ich will dir danken, du bist ganz schön laut. Ich hab dich so spät bemerkt, jetzt sieht da oben alles anders aus. Schau, jetzt ist alles schwarz und grau. Und auch wenn du's nicht mit Absicht machst, ich vermiss, wie's wir früher waren. Ja, unvorstellbar, aber er gibt auch alles dafür. Denkst du, er wird es schaffen? Ja, natürlich. Ich finde es ein bisschen zu verrückt. Mehr Marathons vorher gehabt, dann wäre ich, glaube ich, entspannter. In meinem Kopf tobt ein kleiner Mann. Beide haben gute Potenzial. Ich hoffe, es geht alles gut und ja. Er gibt alles. Die Frage, werden die das schaffen? Ja. Ja, ich denke Lass schon. mich nachts nicht mal schlafen. Die schaffen das. Wenn nicht irgendwas extrem Unvorhergesehenes dazwischen kommt, schaffen die beiden das. Wenn das jemand macht, dann die zwei. Er gräbt alles in seinem Garten. Alles wird verwuchert, ich kann kaum noch atmen. Dachtest du am Anfang, dass es so sich überschätzt haben? Am Anfang war da schon so ein bisschen im Kloß im Hals, weil ich mir dachte, boah, ist das vielleicht eine Nummer zu groß, ehrlich gesagt. Und auch innerhalb der Familie natürlich. Also wir hatten auch unsere Unterhaltungen darüber. Und ich würde auch sagen, dass wir da alle, also meine Eltern und ich und auch meine Oma, uns schon immer ein bisschen Gedanken gemacht haben, ob das nicht zu viel ist. Aber im Endeffekt glauben wir halt alle an die beiden. Ich will mal wirklich noch nach Hause gehen, Tasche packen, dann lege ich mich hin. Ja. Filmst du gerade? Ja. Ich werde schon öfters versuchen zu filmen. Ja, keine Ahnung. Ja, so sieht's aus. Ja. Sind hier, was ist heute? Donnerstag. Vorletzter Arbeitstag. Du bist krank? Ich bin gefickt. Ja, was willst du denn? Hä? Was willst du denn? Was fühle ich denn? Weiß ich nicht, was ich fühle. Ein bisschen genervt bin ich einfach. 6 Monate Vorbereitung und dann kriegst du die Grippe deines Lebens eine Woche bevor das Event losgeht. Und die Scheiße geht ja jetzt auch schon seit einer Woche. Weißt du noch, als wir letzte Woche Rennen waren, als du mich begleitet hast, Mittwoch, wo ich meinte, der Lauf fällt mir so schwer. Da ging's los. Da wusste ich es noch nicht, aber da ging's los. Morgen wollen wir 15 Uhr los. Bisschen alles anders vorgestellt, ne? Bisschen entspannter. Du hast schon mal heute Morgen gesagt, dass das Treppenlaufen tut dir schwer. Ja, ist aber müde. Aber was soll ich jetzt machen? Rummeckern kann ich, bringt mir nichts. Also muss ich das einfach versuchen zu ertragen. Komm, Max. Oder? Ja. Das sieht doch gut aus. Sieht richtig sexy aus. Ich musste echt gut stopfen. Geil. Schön am Marienplatz einmal durch die Stadt gelaufen. Ja, die Blicke wegen den Ah, du hast die auch hier draußen. Dinosaurier-Schuhe, ne? Ja. Okay, lass uns mal abchecken, was ihr da habt. Ich habe einfach versucht, alles irgendwie reinzuquetschen. Das war echt eine ganz schöne Aktion. So, was sagst du? Was war deine Strategie dazu? Ja, Strategie ist das gleiche wie Max, rein und fertig. Und möglichst das schwere Zeug zuerst fressen. Was haben wir hier? 0,7, bisschen mehr, also ungefähr 1,4 bis 1,5 Liter Wasser. Bisschen Technik drin und Gadgets. Ah, das gute Zeug, das gute Zeug. Zweimal? Katar, Wie hast du es verpackt jetzt? 3, 1. 2? Wer da oben nicht meinen ist. Oh. Das ist Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 und 5, Tag 6, Tag 7. Dann Kopflampe. Gadget. Haben wir hier einmal die GoPro-Akkus, meine Ohrenstöpsel, Kopfhörer, Powerbank, Zahnbatterien. Medikit. Die Dinger sind jetzt noch. Ich habe einen Tampon zum Feuer machen. Buchstabensuppe. Nasi Goreng. Hier, Rollo. Mousse au Chocolat.
ist gar nicht so viel. Ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Longarm, ein extra Wechsel-T-Shirt, Isomatte. Das ist vielleicht wirklich. Ein Hygienekit, Sonnencreme, zweimal Klopapier, Sanitizer, Zahnpasta, Zahnbürste und ich glaube 28 Mini-Handtücher. 84 Salt-Tablets, 12 am Tag. Kompass, Göffel, Rettungsdecke, Kissen, Spiegel, Feuer, Brühwürfel, Konvekten, sind 15 Magnesium. Tag 1 Pasta Napoli und Tag 7 Hühnerrisotto mit Gemüse. Tag 6 und Tag 2 Nudeln mit Rindfleisch und Paprikasauce. Tag 5 haben wir Pasta Carbonara. 4 haben wir Aprikose, Tag 3 Schoko, Tag 2 Aprikose, Tag 7 Schoko, Tag 1 Schoko und Tag 6 Schoko. Und das ist es eigentlich schon. Also Reisepass fehlt, GoPro fehlt. Reisepass. Life. One of these lives, I'ma make these right with the wrongs I done. That's when I unite with the father, son. Till then I fight. Rain on me, put the blame on me. Got guilt, got hurt, got shame on me. Got 6 magazines that's aimed at me. Done every magazine was fame to me. It's a game to me with the bedroom mat. Sleep, I ain't never had a fast with that. What's fair when the hearts and the words don't reach? What's fair when the money don't take things back? It's rare when somebody take your dreams back. I care too much, wanna share too much. In my head too much, I shut down too. I ain't there too much. I'm a complex soul. They layered me up, then broke me down. Immorality's dust, I lack in trust. This time around I trust myself. Please everybody else but myself. All else fails, I was myself. Outdone fear, outdone myself. This year you better won yourself. Mask on the babies, mask on the op. Wear masks in the neighborhood stores you shop, but a mask won't hide who you are inside. Look around, the reality's carved in lies. Wipe my ego, dodge my pride. Look myself in the mirror, Amityville, ain't seen nothing scarier. I fought like a pit bull terrier. Blood I shed could fill up aquariums. Tell all my angels carry them. Every emotion been deprived. Even my strong points couldn't survive. If I didn't learn to love myself, forgive myself 100 times, dawg. I love when you count me out. 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 Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fucking it up. How you gon' wear my trust when the lies run deep? How you gon' bend your love when the bad don't sleep? Beep beep, crash out feelings in the middle of the street. Fuck it up, fuck it up, fuck it up, fuck it up, fucking it up. Wir sitzen jetzt im Bus und fahren in die Wüste. Weiß ich nicht, ob man mich gut hören kann. Bei uns war gerade die Introduction hat gerade stattgefunden und eigentlich sind alle total entspannt hier. Ich muss echt sagen, ich habe heute einen stressigen Tag erwartet. Alle sind total locker drauf. Also, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, wir sind ja alle auf einer entspannten Holiday. Jetzt bin ich gerade auf und versuche das erste Mal mein Geschäft hier zu erledigen. Mich gerade auf diese Toiletten da gesetzt. Da muss man dann einen Beutel einfach drüber ziehen. Aber es ist so fucking windig heute. Also kann ich mir auch gleich ins Gesicht scheißen. Also bin ich jetzt auf dem Weg ins Nirvana. Gucken, ob man das sehen kann. Hier hinten, hinter mir, also quasi hier, hinter mir ist unser Camp. Und wenn man mal hier rumschaut, es ist so fucking schön. Die Sonne geht gleich unter, der Wind kommt uns entgegen. Es ist sehr diesig, sehr sandig und umschlossen von Bergen sind wir auch. Roter Sand. Oh. So, was meinst du? Tag 1 dann, Sonne geht gerade unter. Alles sehr smooth. Smooth Operator. Smooth Operator. Sehr, sehr nice.
So it's one picture every day, huh? Yes. Then we see how many are left in the last one. 8. Okay, started with 8. Started with 8. Let's see what happens. Let's see what happens. One person left tomorrow. Axel, wo sind wir gerade? Ja, Backcheck. Das heißt, das Ding wird einmal auseinandergenommen und Gewicht wird gemessen? Gewicht wird gemessen, Passport gezeigt, Medicals gezeigt. Ja, ob wir alles dabei haben einfach. Schauen wir mal. Schau mal. Schau mal, ob was fehlt. Yes. Alright, the big moment. 7.56, just. Wow. How much? 7.56. Awesome. 7.56? Fuck, man. That's Champions Weight. Champions Weight. 7.56. Yes! Perfect! I want under 8. I want a 7 in front. I want a 7. 8-1-8. Sebastian? Okay, let's see who's going to win. Nice. 701. Oh! Let's go! Really? 701? 7.5. Nice. What about you? 7.01. No way. Let's go. Jetzt kommt der kleine GPS-Tracker. This is a button just for emergency. Okay? Ja. Perfect. Right? Left. Looks professional. Same thing, yeah. Hey, look who's there. Hello, it's me again. Fuck. What's happening here? Please make sure the beacon is not working so he can get lost. This one we actually wanted. This one. So you're getting one as well, Tim? One as well. Lucky you, lucky you. Take the batteries out. Voller erster Tag im Camp, check. Wir gehen jetzt noch schön zu unserem Baum da hinten. Haben wir heute schon Mittag gemacht. Sehr geiler Spot, bisschen wie bei König der Löwen. Da machen wir jetzt auch noch Abendbrot. Ja. Und genießen noch ein bisschen Sonnenuntergang, letzten Abend, bevor es dann wirklich losgeht. Auf geht's. Gutes Holz gefunden? Naja, mehr Stroh als Holz, würde ich mal sagen. Richtiges Brennt tut's auf jeden Fall. Brennt tut's auf jeden Fall. Richtiges Auto-Adventure. Ist hier nicht 7 in the Wild, Max in the Wild. Bisschen Brennholz geholt. Und da vorne ist dann unsere kleine Feuerstelle. Muss man sich auch mal geben, wo wir langlaufen. Einfach über ausgetrockneten Boden. So Cheers. Better late than never. What are you doing, man? Fucking nuts. The nuts? Yeah, I'm fucking nuts, man. You lost it, mate. What the fuck, man? Every calorie counts and he's burning the nuts. Oh, you're making roasted nuts. Yeah, roasted nuts. Man. Roasted nuts, alright. Yeah. Pull them out. Hello guys, to a new episode of 2 Dutchies and 2 Germans in the desert. Here we are, making fire. Making roasted nuts, look at that. Look, this is nuts, with Max, the nut monster. And? My name is Jasmine. So, jetzt geht's ins Bett. Letzte Nacht, bevor es losgeht. Wir haben uns alle ganz gut eingelebt, mal Kalorien getankt. Unser Abendritual, Sonnenuntergang genossen. Wirklich spektakulär schön hier in der Wüste. Und morgen früh, 7:30 Uhr ist Start. Da werden die ersten 32 Kilometer weggerockt. Gucken wir mal, wie es wird. Wir sind auf jeden Fall schon richtig, richtig heiß. Also, gute Nacht. Okay, das ist der erste Morgen. Tag 1 geht gleich los. Wir haben sind alle am Packen. So sieht das Ganze hier aus. Wer da drüben? Tim. Day 1, let's go. Basti macht Feuer. Und draußen ist es noch dunkel. Also, wir machen uns ready und sehen uns gleich an der Startlinie. So, fertig gepackt. Die Sonne kommt gleich raus. Ja, ganz schöne Aufregung auf jeden Fall im Camp. Sehr geil. Ich zeig's euch mal. Sehr wild. Jeder macht sich fertig.
Das Kamerateam am Start. Da hinten geht die Sonne gleich auf, hinter den Italienflaggen. Wild. By the end of the week, it's our time, boys. Our time to shine. This is our time to shine. Boys, it's okay. 1, 2, 3. We really have to work on the tank. Are you watching ready? No. Get the watch ready. Let's go! Let's fucking send it, baby! Woo! Let's send it! Rusty, where's Max? Here. Oh yeah. Bernd, where are you? Okay. Good. Alright, let's take a break, boys. It's fucking exhausting. Let's stop walking. Walking, please. Watch out. Oh, you got me. Oh, go back. Yeah, thanks, boy. We probably split up too. Yeah, that's fine by me, man. See you Have later. a good one, man. Enjoy. Take care, buddy. Alright, boys. What did we say? Quick and efficient, huh? Quick and efficient. Yeah. So let's do that, boys. Ersten Anstieg fast geschafft. Man merkt, dass Max und ich in den Bergen trainieren. Wir fliegen hier an allen vorbei. Alle laufen gerade da drüben und ich bin hier auf solidem Untergrund. Push mich jetzt hier gleich durch. Work smart an der Pfade. Dritter Anstieg des Tages. Ballert. Almost there. Come on guys, final push. Come on son, let's get it. First stage. Maximilian aus Deutschland. Servus. Ja moin. Wir haben die erste Stage geschafft. Relativ gut auch. Also man merkt, das Training hat sich bemerkbar gemacht. Wir sind relativ langsam gelaufen bis zum ersten Checkpunkt. Alle zusammen auch noch. Dann haben wir uns getrennt und haben noch ein bisschen Gas gegeben. Vielleicht ein bisschen viel Gas. Vielleicht war das Ego ein bisschen wieder, hat er mitgespielt. Das meine ich nicht. Aber ja, es hat Bock gemacht. Basti, Tim waren als erstes im Ziel. 2 Minuten später kam ich, dann später noch Bernd. Ja, lief alles gut. Ich habe jetzt eine kleine Blase. Passt schon. Tag 1, check. Thursday done. Yeah. Feeling strong. Are all the pots on already? No. Yo, Bert, your water's boiling. Talking to the boy. Chicken rice with vegetable, boys. True, do we have a knife? Yeah. Ja, I think that's it for today. Wir hatten einen guten Tag, sind alle gut durchgekommen und 32 heute, morgen 40 und direkt am Anfang gibt es eine richtig schöne Rampe. Und mal gucken, die Stimmung gut ist, die Beine gut sind, werden wir da vielleicht mal ein paar Kilometer reinknallen, ein paar schnelle. Wo Basti? Oh, my top.
Ja, alright. Muss man Topf rausholen. Also. Okay, man kann wahrscheinlich nicht viel sehen, genauso wenig wie mich. Aber es ist 6:30 Uhr früh. Es geht gleich los. Stage 2, 40 Kilometer, 600 Höhenmeter. Alle machen sich ready. Ja. Okay, jetzt geht die Musik auch los. Also, wir finden uns jetzt alle langsam ein und dann schauen wir mal, was heute wird. Es wird auf jeden Fall entspannter. Zumindest werden wir es entspannter angehen. Die Stage wird nicht entspannter. Ja, ein bisschen mehr laufen auf jeden Fall. Beine, ich spüre auf jeden Fall meine Füße, deshalb auf geht's. So, 6:40 Uhr, neuer Tag. Die Jungs sind schon lange an der Startlinie. Ich bin auf jeden Fall mal wieder 8-mal zu spät dran. Werde ich sie gleich mal suchen und dann Attacke. Ich fühle mich eigentlich gut nach gestern. Im Gesamtranking stehe ich auch ganz gut da. Und jetzt gucke ich mal, ob ich gleich am Anfang im Berg ein paar Meter auf den Rest reinknallen kann. Und in der Tour de France würde man sagen, das könnte eine Ausreißer-Etappe werden. So, what you got, man? Want to be alive. Want to be alive. Go, boy. Let's go. Good luck. Thank you. Hey, see you later, man. Alright. Where are we heading? Where the Moroccan? Where the Moroccan? Erster kleiner Anstieg gepackt. Basti, Limbo. Sonne geht auf. Nice. Made it up the first mountain. Tough, but good. Feel strong today. And I just dropped the boys. I think Tim might be a couple 100 meters behind me. And Max maybe a bit further back. Ausreißergruppe. Den ersten Checkpoint geschafft. Ich bin so weit vorne, ich bin hier in einer Gruppe von Leuten, hier hält keiner mehr verkaufen. Das heißt, ich bin jetzt hier eher so eine Art Gastbeitrag, eher so Zuschauer. Allez boys, let's go! You too, man! Das da ist Chris. Das ist die Nummer 1 unter den Deutschen. Und sein Kumpel Nummer 2. Okay, also jetzt habe ich die 2 schnellsten Deutschen vor mir. Ich habe keine Ahnung, wo die anderen sind. Am Horizont habe ich schon eine gelbe Mütze gesehen. Das könnte Tim sein. Das wäre fucking impressive, wenn das Tim wäre, muss ich ehrlich sagen. Weil so wie ich den Berg hoch bin, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das aufgeholt hat. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier warten, bis die gelbe Mütze da ist, weil ich muss das jetzt wissen. Also First Aid Station ist durch. First Second Checkpoint. Und es war tatsächlich Tim. Der hat all die Zeit aus dem Gebirge, sag ich jetzt mal, auf der Geraden aufgeholt. Krank. Was eine Maschine. Und jetzt ist er auch gleich an mir vorbeigezogen. Und vorne ist er. Also der hat was vor heute. Gucken, ob ich da dranbleiben kann. Heiß. Wir laufen im Sand. Falls jemand fragt, wie hässlich der Sand ist. So. Hey guys. Also ich brauche hier auf jeden Fall eine Pause. Trouble. No. Any emergency? You feel good? No emergencies. Also echt tough. Wirklich hart heute. Ich chitter auch richtig. Kann man halt vielleicht nicht sehen. Aber Support hier ist krank. Hier gibt's Wasser, Eis, alle machen gute Stimmung. Pusht einem.
kurz vor Checkpoint 2. Ich muss jetzt ein bisschen laufen, mal ein bisschen entspannen. Ja, man merkt es dann auch schon langsam in den Knochen. Natürlich jetzt ein bisschen gepusht auch, einfach weil es halt noch kühl ist am Morgen. Wir haben es jetzt um 9 und 16 Kilometer geschafft. Ja, und schaut euch diese geilen Landschaften an. So, nochmal kurzes Update von mir. Es wird immer heißer. Wir sind, ich weiß nicht, in so einer Art Sandlandschaft. Es sind Büsche überall, aber sehr sandig und staubtrocken mittlerweile. Ich habe auch kein Wasser mehr seit 1,5 Kilometern ungefähr, was ein bisschen scheiße ist. Ja, nächster Checkpoint ist in ungefähr 1,5 Kilometern. Boah, ich merke, es ist jetzt anstrengend. Es ist echt anstrengend. Es ist das erste Mal, wo ich wirklich sage, puh, ich freue mich auf den Checkpoint. Dort nehme ich mir 10 Minuten Cooldown, Wasser. Digga. Ja, ist schon anders krass. Also, weiter geht's. Wir haben es gleich bis zum nächsten Checkpoint geschafft. Ich habe den Checkpoint jetzt verlassen und ich bin fast in den Hungerast reingelaufen. Also es darf mir nicht nochmal passieren. Sowas ist wirklich kritisch. Das kann ja auch ganz schnell das Aus bedeuten. Gestern während des Rennens sind wir relativ früh ins Ziel gekommen. Das war sehr entspannt. Und dann haben wir nachmittags in unserem Biwak gechillt. Und irgendwann musste ich auf Toilette. Und ich habe mich nicht mehr aus dem Zelt rausgetraut, weil es so fucking heiß ist. Wenn der Wind weg ist, und jetzt weht er Gott sei Dank ein bisschen, wenn der Wind weg ist und die Sonne knallt hier runter, gegen 13, 14, 15, 16, 17 Uhr, Alter! Über den Tag heizt sich der Boden auf und dann wirst du von allen Seiten gegrillt. Kompromisslos. Ich habe heute wirklich versucht, kompetitiv zu laufen. Ich glaube, von dem Gedanken muss man sich verabschieden. Das ist einfach nicht machbar. Also Respekt an alle, die das hier durchziehen. Ich kann kaum die Kamera halten gerade. Ich werde jetzt erstmal ein Stück gehen. Checkpoint 4 ist in Sicht. And I'm back, motherfucker! Ich fühle mich wieder gut. Bin wieder am Laufen. Die selbstgemachten Riegel kicken. Genau wie das Wasser. Wie die Salztabletten. Good. Yeah, allez. Bravo, t'es fort. Yeah, great job, man. You're strong, yeah. Bravo. Allez. Bravo. Good. Yeah. So, ich bin wieder zurück. Stark. Die letzten paar Kilometer gut erholt. Es war wirklich hart. Checkpoint 3. Kurze Pause gemacht, was gegessen. Musste auch auf meine Cola Gummibärchen zurückgreifen, die ich für Tag 4 gedacht habe. Aber es sind ja noch einige drin. Also sind jetzt noch ein bisschen 4,5 Kilometer ungefähr. Die ziehen wir noch entspannt durch. Und dann chill geht's hier noch über einen riesigen ausgetrockneten See. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber jawollo! Jetzt fucking go! Stage 2 in the books. Tough one, really fucking tough one. Nice! Congratulations! Glückwünsche! Noch ein Deutscher! Maximilian! Glückwunsch, Maximilian! Ja, Tag 2 geschafft, 40 Kilometer, es war auf jeden Fall fucking hart. Ich habe heute schon Schmerzen gehabt, war wirklich mit der Energie, physisch und mental schon sehr weit unten. Hatte aber auch, es war ein Punkt, wo ich Hunger hatte, wo ich kein Wasser hatte
für 2-3 Kilometer bis zum nächsten Checkpoint. Tat auch alles weh. Wir haben ein bisschen sehr gepusht die ersten paar Kilometer. Danach viel gelaufen, erholt, was gegessen, dann ging es wieder. Aber das wird auf jeden Fall eine ganz harte Nummer. So, jetzt komme ich auch mal dazu. Taffer Tag heute. Wenn es eine Etappe gibt, wo man richtig ballern kann und ein bisschen was fürs Gesamtklassement tut, dann heute. Aber es kostet einen hohen Preis, also man ist schon gut am Arsch jetzt. Okay, vielleicht einen kleinen Nachtrag noch. Jetzt haben wir viel über die Stages gesprochen. Was vielleicht auch ganz interessant ist, sind ein paar Infos zu dem Camp Live. Wir kommen hier quasi an, dann gibt es erstmal Wasser für alle. Man kriegt immer einen 5-Liter-Kanister. Der muss dann bis zum nächsten Checkpoint der nächsten Stage lang, also wahrscheinlich so Kilometer 10 morgen. Und man kommt erstmal an, Teppich ausrollen und dann nach 40 Kilometern in der Hitze erstmal Steine aus dem Boden hacken. Also es ist schon brutal. Und kalorientechnisch wird es auch langsam Sinn bei mir, muss ich sagen. Aber gewöhnt man sich dran. Also morgen Piano, dass wir noch ein bisschen Energie haben für die Longstage, weil das wird hart. Kommst auch ins Bett, ja. Also, wieder einen Tag geschafft. War auf jeden Fall nicht von ohne. Ich glaube, das hat jetzt alle ein bisschen auf den Boden der Tatsachen geholt. Und dementsprechend früh kennen auch alle schon. Trotzdem ein guter Tag. Morgen gibt es nochmal 32 Kilometer. Und damit ist eigentlich das Warm-up abgeschlossen. Und dann kommen die 2 harten Etappen. Die 82 Kilometer, der Marathon. Also legen wir uns jetzt auch hin, dass wir genug Ruhe haben. Also, gute Nächte. Something gold. Oh, something gold. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Wir sind durch Checkpoint 2 gerade diese ewig lange Gerade hier durchgerannt. Und Basti ist da auch irgendwo unterwegs. Ich habe jetzt ein paar Meter gut gemacht. Auch wenn es nicht darum geht, ist scheißegal. Da müssen wir noch drüber. Dann haben wir es. Zumindest den Anstieg. Da geht es schön runter und zurück ins Camp. 5,5 Kilometer. Okay, letzte Besteigung geschafft. Einmal hier komplett hoch. Und schaut euch das an, Alter. Zu geil. Da ist das Camp. Glaube ich zumindest. Alter. Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es sehen. Fuck. Ja, genau 100 auf meiner Uhr. 100 Kilometer durch die Wüste. Nur noch 150. 150 to go. Sind noch 3 Kilometer zum Ziel. Und dann haben wir Tag 3 geschafft. Etappe 3. Check. Wir haben über 100 Kilometer drin und wir kommen jetzt mit unseren Wasserreserven ganz gut aus. Wenn ich sage Etappe 3, heißt das, wir sind jetzt schon 5 Tage in der Wüste, oder? 5 Tage, ne? Ja. Und wir haben seit 5 Tagen nicht geduscht. Wir nehmen zwar so kleine Wet Wipes und machen uns so ein bisschen die Füße und die Arme sauber, aber es ist natürlich nicht das gleiche wie eine richtige Dusche. Und jetzt haben wir hier vielleicht, also das sind so 5 Liter Kanister, hier sind vielleicht noch 2 Liter drin. Zum Abkühlen vom Duschen kann man nicht wirklich reden. Ich glaube, hier wird ein bisschen Schlamm jetzt runterlaufen. Ganz Stacheln. Kommt noch was? Oh. Alter, tut das gut. Ey, wie das abkühlt. Okay, geil. Oh, nice. Nice. Machst du gut, oder? Ja. Oh. Oh.
Das tat gut, ey. Wir sind ja wirklich out in nirgendwo. Boah, ist ganz schön kalt hier. Es tut so gut, dass die Birne gerade ein bisschen gekühlt wird. Wir haben gerade erfahren, dass an Tag 1 sind 2 Leute ausgeschieden. Gestern 14, also 16. Und heute noch mehr. Heute und gestern war es auch sehr heiß. Ja, okay. Hier wieder rein. 4:51 Uhr ist es jetzt. Viel zu früh. Stage 4, the big one. Heute ist der Tag der Tage. 80 Kilometer. Ich denke, wir gehen es einfach mal an, ziehen es irgendwie durch. Maxe, was haben wir vor uns heute? Leiden, Schmerz und Freude ganz zum Schluss. Heute kommt alles. Heute wird es intensiv. Go, baby. Fast die Wasserflasche voll. Wir haben noch 70 Kilometer vor uns und vor uns liegt die größte Herausforderung der ganzen Tour bis jetzt. Eine Düne, nur Sand, sieht noch klein aus, aber das wird eklig. Okay. Anstieg 1, dann darüber und hinten hoch. Das war das härteste Stück mit Abstand. Die letzten 115,3 Kilometer. Und fucking beautiful. Okay. Full Send und dazu. Soweit? Ich gebe vor. Ohne Verletzung. Also, wir wurden gerade von Rashid überholt, Nummer 1, die Legende vom Legendary, hat das Rennen schon zigmal gewonnen. Absolut krank, wie der hier vorbeigespackt ist. Stunde später gestartet, jetzt schon vorbei. Ja. Jetzt kommen gleich die anderen 2. Papa wird jetzt mal ein Stück mitrennen, ne? Ja, können wir auch mitgehen, das Tempo. Aber nur ein paar 100 Meter und keine 80. Ja. An sich kein so schlechtes Tempo. Ja, bei denen sah es jetzt nicht ganz so schnell aus wie bei Rashid. Rashid hatte einen an der Waffe. Der hatte eine Mission. Die Pace kann man easy mitlaufen, aber nicht 80 Kilometer. Habe ich auch gerade gesagt. So ein Stündchen jetzt mit den Mitballern nicht. wäre okay, aber danach brauchst du eine Eistonne. Eine Stunde würde ich nicht mit denen mitlaufen. 2 Stunden, dann brauchst du ein Krankenhaus. Nicht mit dem Rucksack. Ja, man hat gerade richtigen Energieboost irgendwie. Ja, ich habe Bock richtig zu geil. rennen jetzt auch. Ich würde sagen, wenn wir da über die Gruppe kommen, dann knallen wir erstmal eine schöne 4er-Pace durch bis zum nächsten Checkpoint. Übermut. Zeit tut
nicht immer gut. Ernst zu machen. Die Landschaft hat sich mit einem Schlag radikal verändert. Es gibt keinen Sand mehr. Das ist nice. Aber dafür, das ist einfach. Also, wir sind kurz vor Mordor. Ohne Scheiß, wenn ich einen Ring hätte, ich würde ihn wegschmeißen. Wir haben 25 Kilometer geschafft und vor uns doch der nächste Anstieg. Nächste Düne. Wir haben jetzt 44 auf der Uhr, also Marathon haben wir schon geknackt. Das heißt, über die Hälfte ist weg. Und jetzt kommt die heiße Phase des Tages. 13 Uhr. Jetzt knallt. 3:30 nachmittags. Schlimmer wird's nicht. Wir rennen bestimmt schon seit einer halben Stunde durch diese Einöde. Und es ist, als würde man nicht vorwärts kommen. Max ist da vorne. Ich kann kaum sagen, ob 50 oder 200 Meter sind. Oh. Tough. Ich denke noch gute 3 bis 4 Stunden, bis wir ankommen. Eher 4. Weil wir müssen auch irgendwann wieder laufen. Aber wir haben uns geschworen, wir knallen dieses Death Valley hier. Das knallen wir einfach durch. Was machst du jetzt gerade? Wir können mir hier Nüsse und Gels, Alter. Nüsse? Wo hast du Nüsse her? Von dem Tisch hier. Oh. Magst du ganz hier die Nüsse? Bisschen mal die Beine hoch. Ja, ein bisschen entspannen, ne? Und dann geht das schon. Wir haben ja auch schon, warte mal, 8 Stunden 40, 53 Kilometer. Naja, also wir gönnen uns hier noch eine kleine Pause. Und dann haben wir noch fast 30 Kilometer auf der Uhr. 30 Kilometer. Normalerweise wäre das krank. Hier habe ich das Gefühl 30 Kilometer, wir sind gleich da. Muss auch klar sagen, ich habe ein Kaloriendefizit und das spüre ich auch. 10 Minuten Pause noch und dann geht's wieder ab. Wir kommen gerade vom vorletzten CP. Oh, Alter, und jetzt sind wir gerade hier so einen kleinen Mini-Anstieg hoch und meinten schon, wenn es dahinter bergab geht, dann rennen wir noch mal ein Stück. Oh, das ist wirklich, wenn es nur geradeaus geht. Alter Schwede. Da kannst du dir wirklich kein Wunder, dass wir Blasen kriegen. Scheiße. Okay. Oh. 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 Da muss man erst wieder reinkommen. Also brutal. Man sieht es auch allen an hier. Alle am Humpeln. Viele fliegen auf die Fresse, sind schon völlig unkonzentriert. Also das Stück, das wird auf jeden Fall den einen oder anderen brechen. Beim Laufen, beim Gehen, merkt man das sehr hart in den Blasen. Oder au! Jetzt wäre man auf dem Boden. Okay, es ist sehr windig. Wir haben gerade ein riesiges Plateau überquert. Basti kommt dort auch. Wieder gut Meter gemacht. Ey, wir sind gerade durch dieses Dreckstal durch und jetzt kommen wir hier aus einer Senke wieder hoch und wir freuen uns wieder, denken, was ist denn vielleicht hinter diesem Berg? Die gleiche Scheiße wie vorher und als ob es nicht schlimm genug wäre, in meinem Kopf sind seit dem letzten Checkpoint nur noch 18 Kilometer, hat dort irgend so eine Frau gesagt. Und jetzt stand hier ein Schild 60 Kilometer. Ich glaube, die wollen mich komplett verkackeiern. Das sind doch keine 60 Kilometer. Hä? Woher willst du wissen, dass das Schild nicht stimmt?
Weil das nicht 20 Kilometer sind und ein Checkpoint. Mir war überhaupt nicht klar, dass es Wegmarkierungen gibt mit Kilometerzahlen drauf. Aber wir sind ja auch erst 170 Kilometer unterwegs. Okay. Let's go. Fast geschafft. Wir haben diese scheiß Teufelsstraße überstanden. Alter, hat die sich gezogen. Wir befinden jetzt auf den letzten, wie viele Kilometer noch? 3,5. Eyes on the prize. Das Camp liegt vor uns. Man muss ein bisschen aufpassen. Man denkt immer, es ist nah dran, aber wir haben jetzt schon gelernt, Entfernungen in der Wüste sind schwer einzuschätzen. Es fehlen einfach Fluchtpunkte. 82,5. Und wir bringen es zusammen nach Hause. Let's fucking go, boys! Come on! Alright, buddy. Let's go! Nice man, nice. Aus Deutschland, Sebastian from the Netherlands with Netherlands. Lorenz, Sebastian Glückwünsche. Maximilian aus Deutschland, Glückwünsche. 12:46. 12 fucking 46, baby! Jens, Proficiat. Champions. Wir sind sehr, sehr happy. Sehr happy. Das war die schwerste Stage bis jetzt. Trotzdem unter 13 Stunden. Hier ist ins Zelt. Wir haben es jetzt kurz nach 7. Und jetzt wird erstmal geschlafen, weil die letzten Nächte, also wenn wir da jeweils vielleicht 4 Stunden Schlaf hatten, war das schon viel. Weil das Wetter ist ziemlich beschissen. Das Wetter ist ziemlich beschissen und hier knallen Sandstürme, vor allem nachts. Echt hart uns um die Ohren. Also du kriegst die ganze Nacht Sand in die Fresse geblasen. Und morgen haben wir einen Tag Pause, was sehr geil ist. Ich mal ausschlafen. 2 Nächte schlafen, bevor es wieder losgeht. San Bacchelagio. Es ist 1 Uhr nachts, unser Zelt ist schon zweimal eingestürzt. Alle Zelte sind hier ganz schlimm. Es wird mir im Herz einige Zelte zerlegt. Also ich frage, warum das so scheiß hart ist. Cheers, Eds. Cheers. Stage 5, Tag 6, Marathon Stage. Also, es geht los. Heute wird nochmal alles rausgehauen, was geht. Startline, es ist mal wieder dunkel, 6 Uhr früh. Viel zu früh. Die Nacht ist Gott sei Dank vorbei. Das war wirklich die schlimmste Nacht von allen. So oft aufgewacht, so oft eingestürztes Zelt. Auf die Top 100 fehlen mir 45 Minuten, ein bisschen mehr.
Das heißt, ich muss heute gegen einen Haufen Leute, einen Haufen Zeit gewinnen. Also, wenn ich die Top 100 schaffen will, gibt es heute kein Halten. Also, Attacke. 2 Kilometer sind geschafft und wir sind mitten in den Dünen. Wir werden erstmal hier hochgejagt. Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen Basti und mein Vorteil. Jetzt hier die Dünen noch hoch und runter. Machen wir noch ein paar Plätze. Gut, Basti schon irgendwo da vorne. Das sind so die Top 10 wahrscheinlich gerade. Wobei man sagen muss, die Top 50 startet natürlich auch wieder später heute. 18 Kilometer in 1,50. Die Oberschenkel brennen richtig. Ich merke auch, es ist sehr emotional heute. Ich versuche mich zusammenzureißen. Hier kommt der erste Anstieg. Heute gibt es irgendwo bei Kilometer 22 oder so eine Düne über 100 Meter hoch. Es wird der härteste Anstieg der ganzen Woche. Danach geht es direkt wieder steil runter und dann flach ins Ziel. Meine Strategie ist, an der Spitzengruppe dranbleiben, vor den Marokkanern bleiben, die später gestartet sind. Dann werde ich die alle zerstören, auf dem Weg nach oben und nach unten. Mich dann zum Checkpoint 3 retten, oder 4, ich weiß es gar nicht mehr, 4. Kurz erholen und dann habe ich gute 16, 17 Kilometer. Um alles, was ich habe, hier zu lassen. Oh Gott, okay. Zusammenreißen. Okay, kurzes Update. Wir sind gerade durch CP3. 19 Kilometer, 2 Stunden. Sind sehr gut unterwegs. Aber ich kann gleich sagen, es wird nicht viel Footage geben heute. Heute wird gepusht. Heute wird ans Limit gegangen. Basti ist auch irgendwo ganz weit vorne. Ich versuche ihn zu kriegen, aber könnte schwierig werden. Es kommt gleich der Berg, da macht er gut Meter. Tim ist noch hinter uns. Ich hoffe, ihm geht's gut. Also. Es ist soweit. Der letzte Anstieg. Jetzt kann ich zeigen, ob ich wirklich der schnellste Kletterer bin, wenn es hier gibt oder nicht. Wenn ich oben bin, bin ich Erster. Zeigen, zu dick. Hälfte geschafft. Die ersten Leute eingeholt. Es fängt an zu regnen. Ich schwitze. Es ist still und hart. Schlussanstieg, letztes Drittel. Ich bin Vierter, der Erste ist schon drüber. Oder die Erste? Ich weiß es nicht. Einen hole ich mir noch.
me, I'll take a picture of you. Thanks. Let's go, brother. Fucking big moment, man. Let's go. Look at this. This is going to be fun. This is gonna be epic, man. Time to get ready. Right. 1 sec. Let's send it together. Alright. Let's have some fun. Let's do this, boys. Das war vielleicht der schönste Moment meines Lebens. Boah, Alter, ich hab mal Adrenalinrausch wie beim Fallschirmspringen. Ich hoffe, die Beine halten durch. Das war auf jeden Fall ordentlich. Okay. Time to get back in the rhythm. Still long way ahead. 23 Kilometer, noch 20. Okay. It hurts. Ich weiß schon wieder nicht auch. Es gibt keine Ausreden mehr jetzt. Jetzt liegt es an mir, den Schmerz einfach wegzulaufen. Wenn es jemals Zeit war, zu zeigen, was in mir steckt, dann jetzt. Kilometer 39. Die kleinen Wichser jagen uns diese Düne hier hoch. Ich fasse es ja wohl nicht. Ich komme hoch. Oh, noch eine. Na geil. Wieso habe ich das Gefühl, als wären noch ein paar von denen.
Plötzlich. Ja, Mann. Weg. Oh. Come on. Come on. Die letzten Meter. Das brutalste Finish, das ich je erlebt habe. Aus Deutschland haben wir Big Number 818. Let's go! Jump. And we have Annelies, position 6, all the way from Belgium, Big Number 6. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Morgen nur noch 21. Das wird easy. Ob es für die Top 100 lang liegt jetzt nicht mehr an mir. Ich war hier in 4 Minuten 12. Das ist der zweitbeste Marathon, den ich hier gelaufen bin. Oh, ist das Maxe? Nein. Ein letztes Mal aufstehen. Ein letztes Mal rennen. Letzter Morgen jetzt. Ein letzter Morgen. Und dann zurück in die Zivilisation. Ja. Worauf freust du dich am meisten? Duschen. Neue, frische Sachen anziehen. Wir haben seit einer Woche die gleichen Sachen an. Ich glaube, das wird sich sehr geil anfühlen. Und dann was Gutes essen, mal eine ordentliche Toilette benutzen. Und heute Abend ein schönes Bett. Ohne Wind, ohne Sand. Also, da freue ich mich sehr drauf. Das wird sehr nice. Good luck today, man. Enjoy, man. Enjoy the last day, boys. Take care, man. Go up. Enjoy the last day, man. Let's go.
Come here. Ready to shoot? Yeah, better than yesterday for sure. 10 dips breaks, so that was nice. Hi. Good morning. Last sand of the week. Let's go. Let's go. We've waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah. Got a nice sunrise ahead of me. Heute ist der letzte Stage, 21 Kilometer. Und wir haben von Anfang an gesagt, die machen wir gemeinsam als Team. Da Tim jetzt noch für den Nummer 1 Platz der Holländer kämpft, ist er vorgerannt, macht sein Ding. Und wir sehen uns im Ziel, ist auch völlig okay. Heute geht es nur darum, zusammen durchs Ziel zu laufen. Machen wir ganz entspannt, genießen den letzten Lauf und kommen gut im Ziel an. 15 Kilometer, jetzt kommt der Checkpoint, dann sind es nur noch 4 oder 5. Ich weiß gar nicht genau. Direkt vor uns ist der Checkpoint und dahinter kommen die Dunes of Medora. Das ist wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Man sieht schon, da hinten geht es dann in den Sand rein. Das heißt, die letzten Kilometer werden wir noch mal schön über die Dünen hoch und runter gejagt. Nachdem was gestern mit den Dünen da passiert ist. Hoch und runter krabbeln, wie so ein Wurm. Wird das jetzt ein Kinderspiel. Nice one. Thank you. Thanks, man. Finish line. Right there. Right there. Noch einmal hier rum. Dann haben wir's. Dann doch bezahlt. Let's go. Fucking nice. Go baby, 250 kilometers, 6 race stages, 7 racing days, 9 days in the fucking desert. Go!
Wir könnten jetzt in jeder Doku darüber sprechen, wie Grenzen überschritten wurden. Wie zwei Brüder sich gegenseitig gefeuert haben und etwas gemacht haben, das nicht jeder schafft. Aber ich glaube, was jeder auf dieser Reise gemerkt hat, ist, dass am Ende um etwas ganz anderes geht. Gemeinschaft. Menschen, die einen unterstützen. Menschen, die einen fordern. Menschen, die einen tragen, wenn man etwas braucht. Da ist das Ding. Haben die Videos an? Wir haben alles gesehen, alles. Wir haben alles verfolgt. Jeden Einlauf haben wir gesehen. Das ist unsere Geschichte. Einlauf. Wir haben alles verfolgt. Unsere Version davon. Wie verändert man sich also, wenn man etwas tut, das eigentlich so groß ist? Ganz einfach. Man wird größer. Aber am Ende ist es zu zweit am einfachsten. Was kommt als nächstes? Stehen nur so ein paar Sachen stehen an. Schau mal.